Was ist wohl das Geilste, was dir erstmal jetzt hier die Pulse-Chain und auch das, um alles auf die Pulse-Chain zu bringen, aber eben dein komplettes DeFi-Game so einfach wie möglich macht? DeFi, was heißt das? Dezentrale Finanzen. Warum dezentrale Finanzen? Weil wir uns hier mit Pulse, mit Pulse-Chain, mit Hex, mit eigentlich allen Sachen, die über die Blockchain laufen, mit dezentralen Finanzen befassen. Kein Mittelsmann, das heißt keine Bank, die irgendwie darüber entscheidet, ob du auf dein Geld zugreifen kannst oder nicht, sondern du hast jederzeit Zugriff und du kannst jederzeit alles mit deinem Geld machen, worauf du Bock hast. Ich zeig dir heute, wie es geht. Ich gebe dir sonst noch ein paar Updates mit, ein paar nette Tweets von Richard. Und ja, sei gespannt, bleib dran, denn das ist wirklich geil. So, hier sehen wir einen Post von Richard Hart, wo man einfach mal merkt, so, ey, der Typ ist halt einfach so lange schon dabei, gesamten Crypto-Space. Ja, hier sehen wir ganz gut, wie der Bitcoin, ja, damals, er hat den damals, ne, hat der Bitcoin-Top in 2011 mit $30 gekauft. Es ist $2 runtergegangen. Er hat gehalten, ja, er hat nicht verkauft, weil er im Minus war. Aber jetzt stellt euch mal all die Leute vor, die damals verkauft haben. Ja, es hat ihn 10 Jahre gebraucht, um 666x zu machen. Also bis zu $20.000. 10 Jahre, ja. Aber ne, 10 Jahre mit Dips, die teilweise 85%, teilweise minus 80, minus 84, minus 71, minus 55 groß waren, ja, aber damals war es am krassesten minus 93%. Er hat einfach gehalten, ja, so, und er hat das 666-fache rausgenommen. Ist das nicht komplett krank? Ja. So, und dieser Typ, der seit 2011 dabei ist, der baut dieses System, womit wir hier uns befassen, auf, und der steckt da wirklich hinter, ja. So, und dieser Typ, der tut natürlich eben auch alles, dass es erfolgreich ist. Und deswegen ist es einfach extremst geil, weil, ja, weil der bereits Sex gemacht hat, weil der hier 2 Projekte noch mitgeschaffen hat, beziehungsweise 3 weitere, die meiner Meinung nach richtig krasses Potenzial haben. Und hier erfährst du jetzt, wie du damit besser umgehen kannst. Wir haben hier einmal eine neue Geschichte, die hinzugefügt wurde. Das ist die Anonymous Exchange, beziehungsweise der Beatroot Privacy Hub. 3766 Coins swappen und direkt zu Native Pulse. Ja, so, ich habe es einmal geöffnet. Geht auf jeden Fall, das sagen auch die Leute hier unten. Ne, es sieht ein bisschen kreativ gemacht noch so aus. Aber ja, Leute haben es getestet. Ne, ja, es klappt. Könnt ihr benutzen. Was ich aber gefunden habe, was ich interessanter fand, war dieser Tweet hier. Ja, von Rabby Wallet. New Pulse Chain is now supported on Rabby Wallet. If you're new to the ecosystem looking to explore, first thing you will need is gas. Das erste, was ihr braucht, um einen Motor zu starten, ist Gas. Ja, die haben uns aber in dem Sinne, dass wir hier einfach ja ein Top-up machen können, so wie wir unsere Kreditkarte aufladen, können wir hier unser Gas aufladen. Ja, so, und das zeige ich euch noch gleich. Die ganze Rabby Wallet ist dann so, dass man einfach hier, also hier ist nochmal so eine Geschichte, ne, so sieht das Ganze dann aus. Klickt man hier drauf, kommt man hier auf chrome.google.com, kann die ganze Wallet dann hier zu Brave, zu Google Chrome hinzufügen und genau, sieht dann eigentlich so aus, wenn man auf rabby.io hier klickt. Ja, was ziemlich genial ist, weil wenn man die dann einmal hat, kann man hier dann einfach so, zack, draufklicken. Ne, wir kennen ja alle Metamask, so sieht Metamask aus. Ziemlich lame, ziemlich kacke, auch ziemlich blöd für die Übersicht. Wenn wir hier aber auf das Puzzlestück klicken und auf die Rabby Wallet gehen, dann sieht das so aus, ja, dass wir hier Swap schicken, erhalten, Gas Top-Up, Transaktionen. Wir können gucken, womit wir connected sind. Wir können die Adressen gucken. Ne? Wir können Ethereum-Preis schauen. Wir können vieles machen. Ich habe hier überall noch gar nicht geguckt. Wir können uns unsere Tokens anschauen. DeFi, ne? Pulse X, was wir da alles mal gemacht haben. NFTs, welche wir halten. Ne? So ist auf jeden Fall interessant. Das Feature, was aber für die meisten von euch cool ist, ist Gas Top-Up. Wenn wir jetzt bei Pulse sind, wir wählen hier zum Beispiel die $20 aus, können wir hier Continue drücken und können einfach irgendeinen Token aussuchen. Ja, das ist nur meine Vorzeige-Wallet, deswegen ist jetzt hier nirgendwo wirklich viel drauf. Wir würden jetzt auf Matic klicken und können jetzt hier auf Confirm klicken.
kostet dich $4 Servicegebühr, dafür hast du aber Gas. Ja, dafür kannst du überhaupt was machen und das ist auch ratzfatz da. Dementsprechend eine richtig geniale Geschichte. Was ich euch sonst noch zeigen wollte, war Fatty.io. Auch wieder eine richtig coole Sache. Wenn wir hier einmal reingehen und wir kopieren einfach mal, gehen einfach mal auf scan.pulsechain.com und suchen uns einfach irgendwo eine Adresse mal raus. Jetzt sehen wir immer die Adressen. So. Zack, dann holen wir uns hier mal von genau dieser Adresse raus. Bei dieser Adresse können wir hier oben einfügen. Ja. Können uns letztendlich anschauen, was wir hier, also müsst ihr euch vorstellen, das ist wie das Metamask-Portfolio. Ja, das zeigt euch alle Tokens an, die ihr auf der Adresse habt. Ihr seht das jetzt hier, das lädt jetzt. So, und dann seht ihr hier recht fix, alles klar, der Kollege hat hier $34.000 auf Ethereum, $124 auf Binance Smart Chain, 586.000 auf Puls, ja, so, und wir sehen, wie das Ganze aufgeteilt ist, ne? Puls X hat er 289.000, Puls 62k, Hedron bliblablub, ja, ist ziemlich interessant, wir sehen seine Hex.com Stakes, wir sehen, wie viel er bei Puls X wie wo hinterlegt hat. Ne, hier Hex Rep Puls 100.000, in dem Ding Inc Rep Puls 11.000. Wir sehen, wie viel Rewards er verdient hat. Ne? Also ist eine ziemlich geniale Geschichte, um einfach das gesamte DeFi-Game hier so ein bisschen leichter zu machen. Ich lasse euch gern all die Links da. Wie gesagt, Rabby, Fatty.io. Und vielleicht auch diese Geschichte hier kann euch wirklich helfen, hier recht leicht ja, einfach loszulegen. Das hier und also das hier nur benutzen, um wirklich Puls zu bekommen. Ja. Bei Rabby könnt ihr das Ganze aber eben auch machen, ne, über diese Gas-Top-Up-Funktion. Und Fatty.io könnt ihr einfach nutzen, um einfach mal zu gucken, ey, was habe ich denn so wirklich auf meinem Puls, auf der Puls-Chain, was habe ich auf der Ethereum-Chain, was wurde vielleicht auch gespiegelt, was wurde nicht gespiegelt. Und wie sieht das aus mit meinen Hacks? Ne? Wie lange dauern die ganzen Sachen noch? Man hat eine echt gute Übersicht, deswegen nutzt es. Lasst dem Video ein Like da, abonniert und gebt mir liebend gern Feedback in den Kommentaren.